Hallo liebe Zuschauer hier bei senfberg.de. Ich bin entsprechend zerknirscht, da ich lange keine Videos mehr gemacht habe. Bitte verzeihen Sie mir, ich kann mir nur vornehmen, es künftig anders zu machen. Deshalb stehe ich hier. Heute geht es um Filterung bzw. Wasseraufbereitung und insgesamt geht es mal wieder um die Aquaponik, wie meistens in meinem Blog. Und wir wollen verschiedene Arten Filter besprechen, beziehungsweise verschiedene Arten der Wasseraufbereitung. Weil, ganz wichtig, der klassische Ausdruck Filter vermittelt sehr stark, dass es sich darum handelt, dass man verschmutztes Wasser wieder sauber bekommt. Das heißt also klares Wasser hinterher hat mit möglichst wenig Nährstoffen. So passiert das in Klärwerken, so passiert es in Aquarien oder Zoos oder in diversen Anwendungen. Was nun der eigentliche Unterschied ist in der Aquaponik, das ist der, dass wir eigentlich überhaupt kein klares Wasser im Sinne von sauberes Wasser haben möchten, sondern wir möchten die Nährstoffe im Wasser lösen möglichst. Das heißt, wir wollen den Fischkot umarbeiten in Pflanzendünger, beziehungsweise die Bakterien machen dies. Und letztendlich wollen wir das Wasser zu den Pflanzen befördern. Allerdings nährstoffreiches Wasser und nicht etwa geklärtes, sauberes Wasser, in dem kaum oder keine Nährstoffe mehr sind. Fangen wir mal an. Klassischerweise gibt es die mechanischen Filter. Das heißt, wir haben hier zunächst mal sowas wie das Spaltsieb, besteht aus einem Blech mit ganz vielen ganz feinen Ritzen drin. Unterschiedliche Größen gibt es da, 20 Mikrometer, 50 Mikrometer. Diverse verschiedene, und das Wasser wird dort durchgepumpt bzw. es fällt durch diese Ritzen und der Mulm, der wird hier praktisch abgeführt in einen Eimer. Das Wasser geht durch das Sieb hindurch und kommt hier geklärt raus, das heißt, man holt die Feststoffe raus, ganz wichtig. Generell bei mechanischen Filtern geht es eigentlich nur darum, die Feststoffe rauszufiltern. Ein weiterer ist der Bürstenfilter. Das kennt man vielleicht, wenn man hier die Draufsicht sieht, sieht es aus wie diese Flaschenreiniger oder Glasreiniger. Ebenfalls hier ist die mechanische Filterung das, was man erzielen will. Und so wie der Bürstenfilter oder das Spaltsieb gibt es auch weitere Filter. Es gibt zum Beispiel Schnellfilter an der Pumpe befestigt. Das sind diese Filterkörbe mit den Schlitzen, wo dann normalerweise Schaumstoff drin ist. Oder es gibt Lamellenfilter, das sind hintereinander gestaffelte Folien, über die das Wasser hinweg fließt. Allerdings bleibt es dann an diesen sogenannten Lamellen hängen. Da geht es hauptsächlich darum, oben schwimmende Feststoffe rauszufiltern. Es gibt derlei noch einige andere, die will ich auch gar nicht alle besprechen. Es geht nur darum, erstmal die unterschiedlichen Filterarten voneinander zu trennen und getrennt zu betrachten. Und damit hätten wir erstmal das Kapitel mechanische Filter zumindest angerissen. Die sogenannten biologischen Filter. Und da kennen wir zum Beispiel den klassischen Biofilter. Das ist in der Regel, es gibt verschiedene Bauformen, den sogenannten Moving Bed Biofilter, MBB Kurzform. Und da sieht es so aus, dass man ein großes Fass hat oder einen Behälter, in dem das Wasser reinfließt. Da drin befindet sich neben dem Wasser auch Substrat, in der Regel Kunststoffsubstrat. Da kann man mal zum Beispiel nach dem Stichwort Helix gucken oder Bioballs. Das sind so Kunststoffkörper, die in sich so gefaltet sind, dass sie eine möglichst große Oberfläche besitzen. Diese Oberfläche dient den Bakterien und die sollen sich dort anlagern, anhaften und sollen quasi im Vorbeigehen die Nährstoffe aus dem Wasser rausfischen. Und deshalb wird dieses gesamte System, deshalb auch Moving Bed, das ist ein Bett, ein Filterbett aus Substrat,
das sich die ganze Zeit bewegt, weil hier unten zusätzlich ein Ausströmer ist. Das heißt, es gibt viel Strömung, es gibt noch zusätzlich Luft, weil eben der Sauerstoffbedarf der Filter im aeroben Bereich gedeckt werden muss. Wir sind hier, ganz wichtig, im aeroben Bereich, das heißt, es nisten dort Bakterien, die Sauerstoff brauchen, um ihre Nährstoffe zu verstoffwechseln. Und durch dieses System wird praktisch der Fischkot, die Abfälle werden dort über die Bakterien nitrifiziert, das heißt, es entsteht Nitrit und letztendlich Nitrat, der ja als Pflanzendünger dient, dadurch, dass an diesen kleinen Biokörpern, an diesem Substrat eben die Bakterien anhaften und permanent umeinander gestrudelt werden. Ein anderer Biofilter-Typ ist der Hamburger Mattenfilter, oft HMF kurz genannt. Der besteht aus Schaumstoffplatten, hier habe ich es mal skizziert, das sind jetzt 3 hintereinander. Und diese Schaumstoffplatten haben in dem Schaumstoff eine sehr große Oberfläche, die ebenfalls der Besiedlung dient. Der Fluss durch die Schaumstoffmatte muss eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Es darf nicht zu schnell sein, es darf auch nicht zu langsam sein, sonst entstehen anaerobe Prozesse und der Sauerstoff treibt aus. Das heißt, Hamburger Mattenfilter ist eine klassische Biofilterart, die mit Schaumstoffplatten realisiert wird. Sie können übrigens zu dem Thema, wenn Sie das weiter verfolgen wollen, auch unter Detersing eine Menge Informationen finden. Da hat sich der Olaf Deters, ein Aquarianer, ein sehr ambitionierter Aquarianer, hat sich dazu einige Gedanken gemacht, und da er als Ingenieur auch sich mit den Berechnungen dahinter auskennt, hat er Berechnungstools ins Internet gestellt, wo man die Fließgeschwindigkeit, die Größe der Mattenfilter herausfinden kann, indem man die Menge an Wasser und die Pumpen entsprechend eingibt. So, das sind Filter, diese Biofilter, die es auch in unterschiedlichen Bauformen wiederum gibt. Es gibt dieses Fass beim Moving Bed Biofilter. Es gibt aber auch als andere Bauform hier zum Beispiel den sogenannten Tropfkörper. Der Unterschied ist der, man hat eine große Säule, die ebenfalls gefüllt mit Bioballs oder Helix ist im Sinne des Substrats, an dem die Bakterien anlagern. Da steht aber nicht das ganze System unter Wasser, sondern es wird berieselt. Deshalb nennt man diesen Filter auch Rieselfilter oder Tropfkörper. Man muss sich das so vorstellen, dass man diese große Säule wie ein riesiger Topf voller Bioballs oder Helix bzw. Substrat hat. Dann wird von oben die Anlage beregnet, das heißt, es gibt oben eine Art Sprüharm, der dreht sich die ganze Zeit rum und der sprüht Wasser, das zu filternde Wasser, sprüht der auf diesen Tropfkörper, und das rieselt dann ganz langsam darunter und kommt unten praktisch gefiltert an, und deshalb heißt er auch Tropfkörper oder Rieselfilter. Letztendlich ist der Unterschied, dass er eben nicht komplett unter Wasser steht, sondern ja, ein Luft-Wasser-Gemisch innerhalb dieses Tropfkörpers besteht, das das richtige Milieu darstellt für diese Bakterien. Wie gesagt, aerober Bereich sind wir hier, und wir haben davon noch etliche Varianten. Es gibt sie als Vortex-Filter, auch sogenannte. Da arbeitet man mit einem Strudel. Oder es gibt sie als Innenfilter, Außenfilter für Aquarien. Diese ganzen Eheim-Filter, die klassischen Topffilter, die sind auch meistens eine Kombination aus diesen verschiedenen, also einmal Substrat und einmal Schaumstoff. Oft auch mit Tonröhrchen.
Also da gibt es so diverse Ausprägungen, aber das Prinzip ist letztendlich dasselbe. Hier nochmal zur Frage Filterung. Filtern wir überhaupt? Wir filtern im mechanischen Sinne natürlich Feststoffe raus, aber letztendlich wollen wir in der Aquaponik gar nicht filtern im Sinne von klären, alles rausnehmen, was an Feststoffen drin ist, sondern letztendlich wollen wir das Wasser aufbereiten. Das heißt, wir wollen die Nährstoffe für die Pflanzen zur Verfügung stellen, deswegen dürfen wir auch nicht zu viel davon rausholen. Wobei natürlich ein Moving Bed Filter schon ein Stück weit ein Bioreaktor ist. Das heißt, darin finden Reaktionen statt, die die Nährstoffe umwandeln durch die Bakterien. Es gibt aber auch andere Formen von Bioreaktoren und ich nenne sie absichtlich so und nicht Filter, weil es eben nicht mehr um Filterung geht, sondern um die Reaktion innerhalb des Systems. Wir haben hier mal ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, das ist der Kalkreaktor. Der Kalkreaktor, den kennen wahrscheinlich die meisten Seewasseraquarianer, der dient dazu, das Wasser mit Kalk anzureichern, mit gelöstem Kalk. Und da geht es darum, dass die Korallen natürlich, um ihr Kalkskelett zu bauen, diese Nährstoffe aus dem Wasser herausfiltern müssen. Und ich habe mal hier ein Beispiel für so einen Kalkreaktor und möchte kurz die Funktion erklären. Das ist ein Kalkreaktor und dieser Kalkreaktor, der ist normalerweise wird der gefüllt mit sogenannten Korallengrus. Das heißt, das sind Stücke alter Korallenskelette, die letztendlich wie Kalkstein wirken. Die werden aufgelöst und zwar in einem schnellen internen Kreislauf. Das heißt, es zirkuliert durch diesen Kalkreaktor und hier ist eine Leitung, hier wird CO2 mit hineingegeben. Das heißt, es gibt einen internen, schnellen Kreislauf, der das Wasser schnell immer wieder durch diesen Topf führt. In dem Topf ist der Korallengrus oder diese Korallenbruchstücke und die sollen aufgelöst werden. Und das geschieht über die CO2-Einblasung. Das heißt, hier kommt eine Flasche dran, eine CO2-Flasche, dann lässt sich das hier regeln und durch die Eingabe von tropfenweise CO2 entsteht ein saures Milieu innerhalb dieses Volumens, innerhalb dieser Säule und die durch die Säure angelösten Kalkteilchen, die werden im Prinzip tropfenweise ins Aquarium übergeben. Das heißt, man hat intern einen schnellen Durchlauf, einen schnellen internen Kreislauf und gibt aber insgesamt nur wenig von dieser Lösung mit den gelösten Kalkteilchen zurück ans Aquarium. So sieht ein einfacher Kalkreaktor aus und ich möchte jetzt noch was anderes zeigen. Ebenfalls ein Bioreaktor. Wir sind, wie gesagt, bisher im aeroben Bereich und nun gucken wir uns mal einen Reaktor an, der für den anaeroben Bereich zuständig ist. Hier neben einer ganz anderen Art von Reaktor. Es handelt sich hier um einen anaeroben Reaktor bzw. ein ganzes Reaktorset. Es geht nämlich hier um 2 Reaktoren. Wir sehen hier der in etwa symmetrische Aufbau. Hier ist im Prinzip die Linie
Und das hier ist einmal ein sogenannter UASB-Reaktor und das hier ist ein sogenannter EGSB-Reaktor. UASB steht für Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor. Also übersetzt ist es im Prinzip der Aufstrom anaerobe Mulmdeckenreaktor. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Es gibt, wie bei dem Beispiel Kalkreaktor eben, gibt es hier einen internen Kreislauf, der sorgt dafür, dass durch diesen Reaktor das Wasser von unten nach oben fließt, deshalb Upflow. Und man muss sich jetzt diese Dinge, die sind im Prinzip, die kann man vereinfachen. Hier, das ist ein Durchflussmesser, Flowmeter. Und hier gibt es die Möglichkeit, die unterschiedlichen, also den Ausfluss an unterschiedlichen Stellen abzugreifen. Hier vorne die Hähne, das sind alles Probenentnahmestellen. So sieht es bei diesem Reaktor auch aus. Letztendlich gibt es diesen Kreislauf, ebenfalls Aufströmen-Arbeitsweise. Hier wieder der Durchflussmesser, hier sitzen die Pumpen und es gibt auch hier diesen Kreislauf. Das Spezielle an diesem Reaktor ist nun, dass hier, wo der Einlauf ist, wo das Schmutzwasser einfließen gelassen wird, dass hier dieses Sludge Bed bzw. Sludge Blanket wie eine Decke sich verhält und praktisch reinfließt und sämtliches Wasser, was hier rundgepumpt wird, durch diese Sludge Blanket, also Mulmdecke oder Filterschlammdecke hindurchkommt unter Abschluss von Sauerstoff. Hier sind hinterher dann noch Deckel drauf und im Prinzip ist es dann so, dass sämtlicher Sauerstoffbedarf anaerob gedeckt wird. Es gibt diesen Chemical Oxygen Demand, COD, oder Biochemical Oxygen Demand, BOD, die im Prinzip durch Reaktionen innerhalb des Reaktors stattfinden unter Ausschluss von Sauerstoff, woran andere Bakterien beteiligt sind als in den aeroben Biofiltern, die wir eben besprochen haben. Der Sinn des Ganzen ist letztendlich der, dass man durch diese beiden Arten nicht nur den Umbau dieser Stoffe bewerkstellicht, sondern dass man es schafft, das Wasser zusätzlich aufzumineralisieren und eine möglichst große Menge der Feststoffe, die im System enthalten sind, zu lösen. Das heißt, wir wollen eben, wie schon gesagt, nicht komplett alles rausholen. Wir wollen auch nicht eimerweise Filterschlamm rausholen, sondern wir wollen möglichst die Nährstoffe im System drin behalten, damit sie den Pflanzen zur Verfügung stehen. Was es damit auf sich hat, das werde ich demnächst noch genauer besprechen. Und zwar wollte ich einen Aquaponik-Forschungs-Special machen. Da kommt auch dieser Reaktor drin vor. Und da geht es darum, was sich in letzter Zeit in der modernen Aquaponik getan hat. Es gab mehrere interessante wissenschaftliche Papers zu dem Thema und es lohnt sich sehr, da mal drauf zu gucken. Das habe ich auch in Zukunft vor, so ich denn weiterhin am Ball bleibe, nicht so wie im letzten Jahr. Aber es ist sehr interessant, denn ich will da ein paar wissenschaftliche Arbeiten besprechen, die genau zu diesem Thema sehr interessante Erkenntnisse hervorgebracht haben und die meines Wissens auch die Aquaponik momentan sehr schnell und weit voranbringen, weil es geht letztendlich darum, dass die Systeme künftig über das klassische One-Loop, also System mit einem Kreislauf hinaus, spezialisierter aufgreifen und die letztendlich einige Vorteile haben gegenüber den Einkreislaufsystemen. Da sprechen wir von der abgekoppelten Aquaponik, die sogenannte Decoupled Systems. Da lohnt es sich mal einen genaueren Blick drauf zu werfen.
weil die Vorteile liegen auf der Hand. Man hat bisher immer unterschiedliche, oder sagen wir mal, die Kulturen in einer Aquaponik haben ihre eigenen Vorlieben. Fische und Pflanzen mögen unterschiedliches Wasser. Wir wollen zum Beispiel bei den Pflanzen ein etwas sauberes Milieu. Wir wollen viele Nährstoffe bei den Pflanzen. Wir wollen vielleicht sogar noch Mineralien hinzugeben. Wir wollen sämtliche Mineralien aus dem Futter, aus dem Fischkot eben wieder verfügbar machen für die Pflanzen. Und da hilft es uns nicht weiter, wenn wir das als Sludge oder Klärschlamm raushauen und irgendwie abtransportieren, sondern wir wollen im Prinzip schauen, dass wir Mineralien und Spurenelemente optimal nutzen. Alles Weitere dann beim Forschungsspecial. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr Stefan Senfberg.